begrüße euch zu Final Fantasy X aus der Höhle vom Berg Gagazet. Also wir sind auf der Bergspitze. Letztes Mal haben wir herausgefunden, was Seymour getan hat. Er hat die Ronsos umgebracht, die auf dem Berg gelebt haben. Dann haben wir die große Astra-Wand gesehen, wo angeblich irgendetwas Bestimmtes beschworen wird, etwas riesiges, Mächtiges. Und wir haben erlebt, dass Tidus kein echter Mensch ist, sondern nur ein Traum der Astra. Die Astra träumen und sie hoffen sich von Tidus und Jack, dass sie erlöst werden. Also dass die Spirale des Todes durch Sinn nicht wieder nur durch eine stille Zeit unterbrochen wird, sondern endgültig beseitigt wird. Schauen wir mal, wie sich das Spiel weiter entwickelt. So, hier kommen wir noch nicht weiter. Ein neuer Gegnertyp. Halbiert jeden Schaden. Nennt sich Teufelspudding. Nicht besonders anfällig gegen physische Angriffe. Ich glaube, am Panzerbrecher kann man ihm schnell das Handwerk legen. Ich würde es nicht probieren. Jetzt machen wir einen ganz normalen Schaden. Das hätten wir von ihm jetzt auch lernen können. Ich denke mal, gegen Tod wird er nicht empfindlich sein, werden wir gleich sehen. Ich glaube immer beim zweiten Mal bei 2, wenig, also bei 2,0 irgendwas Sekunden übrig. Ist kein vernichtend, das ist schwach. Hier geht's nicht weiter. Schnell. Wenn wir dann im nächsten Gebiet in Sennaken trainieren, da werden wir dann die Charaktere auch so weit haben, dass jeder sein Sphero-Teil voll hat. Also der das noch nicht hat. Stimmt, das ist ja im Kontermodus. So, ich kann sagen, jetzt wäre ich mal gespannt, ob er doch trotzdem gekontert hätte und den Blindstatus auch getroffen hätte und ob Wacker dann nicht Ausweichkonter dem Konter wieder ausgewichen wäre. Das wäre ja, wenn beide Ausweichkonter hätten, eine Endlosschleife, die man da erzeugen könnte. Das glaube ich nicht, dass das geht. Ja, eine interessante Frage. Ich denke mal, so können wir losmachen.
Jawohl. That's how it's done. Die Erfahrungspunkte, die wir bekommen, lohnen sich auch. Dafür kämpfen wir halt immer ein bisschen länger. Mal wieder planschen. Mal wieder nur die 3 Charaktere. Ja, da sehe ich ja mit meiner Karte überhaupt nicht durch. Also normal sollte es hier verschiedene Schatzkisten geben, aber das passt irgendwie nicht ganz so, wie ich mir das gedacht habe. Unsere nächste Aufgabe. Suche die zur jeweiligen Größe der Löcher passende Person. Blau. Ich glaube, das geht nach den Gruppen im Sphärobrett. Also die haben verschiedene Farben. Ich weiß, dass Tidus blau hat. Hat Rico grün oder orange? Also rot. Ja, ist eher orange. Rot. Also die Frage ist, da Tidus blau hat Waka orange oder eher grün? Rico würde ich eher sagen grün. Mal gleich sehen. Tidus hat blau. Waka hat keine Auswahl mehr. Sollen wir sehen, ob das funktioniert? War das jetzt richtig? Wir haben eine Kiste bekommen, also war es richtig. Glücksheroiden. Glücksheroiden sind immer schön. Naja, mit denen kriege ich eh keine Erfahrungspunkte, brauchen wir uns hier gar nicht rumärgern. Später gibt es hier noch weitere Quests, also die beiden Quests, die kann man dann später nochmal machen, um dann die schwarze Anima beschwören zu können. Ja, sehr schlauen Gegner vom letzten Mal. Die auch gerne mal alle Wacker angreifen und dann per Ausweichkonter sofort gewandhittet zu werden. Wenn sogar Rico die mit einem normalen Angriff vernichten schlägt, dann sagt das alles über die Stärke aus. Das sind so ganz am Anfang die Standardgegner. Musik ist aber auch ganz entspannt. Ich weiß gar nicht, ob das dieselbe ist wie im Macadamia-Wald.
Lichika ist, glaube ich, The Silence Before the Storm. Wacke geht ja permanent leer aus, aber wir bekommen hier in 10 Kämpfen zusammen vielleicht so viel AP wie in einem normalen Kampf. Genug rumgeplanscht. Uns mal gegen seinen Flair-Zauber schützen. So, how shall we do this? Gucken, wie viel wir im Geistbrecher-Zustand aber mit deaktivierter Schwäche an Schaden machen. Auch nicht viel. Ich hoffe, der ist nicht gleich nach Flair besiegt. Und da wir schon Panzerbrecher gezaubert haben, sollte das schnell gehen. Wieder geizig. Okotsuka. Ne, Wakizashi. Gut, das war's. Kein vernichtend. Bei dem brauchen wir mal besondere Schadenszahlen, um den vernichtend zu schlagen. Arigato. Haben wir ja gar keinen physischen Kämpfer in der Startelf, das ist ja auch verrückt. Übrigens, was meine grobe Spielplanung betrifft, liegen wir sehr gut im Plan. Also ich habe damit durchdacht, wenn wir wenig Sidequests machen, dass wir das Spiel in 50 Folgen durchhaben könnten. Also wenn wir wirklich keine Sidequests machen würden, sondern direkt zum Ende gehen würden. Und das ist ja erst schon mal nicht geplant, aber es liegt doch größtenteils daran, dass ich die Folgenlängen ja bedeutend erhöht habe. Also mal, ich spiele ja so 40 Minuten und jetzt machen wir ja im Schnitt 55 Minuten. So hat sich damit die Frage auch erledigt, wenn er blind ist, kann er trotzdem kontern. Der Konter kann auch nicht durch Ausweichkonter verhindert werden. Ja. No time to waste. Let's go. Es ist, glaube ich, jetzt die 37. oder 36. Folge. Wir liegen ja sehr gut im Rennen. Danach Senaken ist dann nur noch ein großes Gebiet, was pflichtmäßig zu erledigen ist. Natürlich machen wir noch ein bisschen Monsterfarm. Blitzbar weiß ich noch nicht, vielleicht sammeln wir noch ein bisschen für die Solaris-Waffen. Dann können wir noch ein bisschen trainieren für ein paar schwarze Bestias. Also es läuft alles.
Let's end this. So sieht's aus. Das ist die Stelle, die wir jetzt gerade freigeschalten haben. Mit dem zweiten Spiel. Das ist alles nur Not. Ich brauche keine Items mit Notfähigkeit, sondern wenn dann mit Autofähigkeit. Ah, das war der falsche. Ist egal. This ends now. Farewell. Sehr große Gegnerfrequenz. Ziemlich sein schwächster Move. Enough. Diesmal kein vernichtend, das ist nicht so gut. That's how it's done. Ich habe Oren ja sein Level noch gar nicht gegeben. Naja, was heißt. Jetzt ist der Weg frei. Der war vorhin noch nicht frei, der Weg.
So, jetzt haben wir Juna nicht da ist, kann ich nicht gucken, wie gut der Vitalring ist. Allow me. As you wish. Juna mit ihrem nur Wasserzauber hilft gegen viele Gegner nicht, aber gegen Boss ist es eigentlich relativ egal, weil die eigentlich nie irgendein Element bevorzugen oder mit einem Nachteil liegen. Also die Bosse tolerieren jedes Element. Wenn sie mal ein Element nicht tolerieren, dann negieren sie meistens jedes. Kommt so schnell nicht mehr dran. Ui, 1 unter Maximalschaden. Zumindest derzeit noch Maximalschaden. They'll be upon us soon. She has sent fiends to test our summoner's strength. Who is she? Unaleska. Lady Unaleska. In Zanarkand, she awaits the arrival of the strongest. She is still alive? As much as Micah and Seymour. I see. Lost your nerve? No. Nothing frightens me now. Braska would be proud. Then I must not let him down. Das war sogar mit Ankündigung, dass der nächste Boss direkt vor der Tür steht. Sanctuary Keeper heißt er auf Englisch. Ich weiß nicht, wie er auf Deutsch heißt. Ich glaube Wächter Heiligtum oder Wächter Heidentum oder so ähnlich. Ich glaube, so heißen die beiden. Also es gibt dann noch einen späteren Wächter, der kommt dann danach. So wacker war gerade.
dann werden wir endlich mal diese Junaleska kennenlernen, die ja sehr sagenumwoben ist und sich um die hohe Beschwörung kümmern soll. Und uns jetzt auf die Probe stellen möchte. Aber die Junaleska werden wir definitiv heute nicht mehr kennen, doch definitiv nicht in der nächsten Folge. Das letzte Mal konnte ich immer sofort sehen, ob er Kuzuka oder Wakizashi macht. Wenn er mit der Hand nach hinten wirft, dann macht er Daigoro, dann ist der Hund dran. Also den Wert an Schaden, den er macht, also die Schadensanzahl, die hängt nicht davon ab, wie viel Geld ich ihm gebe. Außer halt in dem Sinne, dass er vielleicht Sanmatu macht, was sofort zum Sieg führt. Aber das ist damit ja nicht gemeint. Für Magie hat Kimari 25. Abgeben kann Oren, glaube ich, seine Ekstase an andere Leute abgeben. Rico, überlege ich gleich noch, was wir da machen. Rico hat eigentlich das gelernt, was er lernen sollte. Nämlich Hastka. Überlege ich, wenn ich sie zu einem anderen Feld bringe, ob ihr das irgendwas bringen würde. Habe ich denn noch irgendwelche Steroiden, die sie teleportieren lassen könnten? Zum Beispiel habe ich einen Teleport-Steroid, den ich hier geben könnte. Könnte ich sie auf fast jedes Feld hüpfen lassen. Könnte sie zum Beispiel hier bei Oren starten lassen. So, Oren startet ja ganz woanders. Oren startet ja hier. Ich könnte sie also zum Oren werden lassen, wenn ich das wollte. Weil Rico vielleicht noch besser dran wäre, wenn ich nicht noch einen dritten Oren basteln würde, sondern wir vielleicht zu Waka gehen. Waka finden wir hier irgendwo. Blindschock. Subvita. Ability-Hieb, Stummhieb. Ich glaube, hier geht's los. Ne, bei Waka geht's eigentlich mit Blindhieb los. Hier geht's los. Natürlich würde ich den ganzen Anfangskladderadatsch am besten gleich auslassen. Wir brauchen diesen Hieb nicht lernen, wenn wir den Schock lernen können. Wenn wir im Endeffekt hier anfangen. Von hier kommt der, hier geht er weiter. Rico mal zum Allround-Angreifer machen. Bisschen wie Kimari.
Zwischenboss sollte uns eigentlich nicht in große Schwierigkeiten bringen. Wenn wir ihn seine Spezialattacke nicht ausführen lassen. Ansonsten kriegen wir ein Problem. Wer war noch nicht? Juna hat schon, Riku hat noch nicht. Enough. Habe ich doch einen vergessen? Gegnertypen, die wir heute noch gar nicht hatten. Irgendwie habe ich das Gefühl, das kann bestimmt auch verwirren. Das sah schon wieder so aus. Das kann bestimmt auch böse enden. Also da machen manche Leute ohne Anstauen mehr Schaden. Das war natürlich ein bisschen schwach. Farewell. No time to waste. Let's go. Es gibt bestimmt nicht viel Erfahrung. 6000. Eigentlich wollte ich ja Tidus seine Ekstase füllen. Ist hier noch irgendwas, wofür sich schnell zu trainieren lohnt? Juna braucht noch 1, 2, 3 Stellen für Sanctus. Lulu braucht noch viel mehr für Flair. Kimari muss auch erstmal zurückgehen. Oren ist fertig. Rico macht uns Sub wieder. Laden wir die Ekstase noch auf, dann gehen wir weiter. Wir trainieren ja in Senna, kennt dann, denke ich mal, ausreichend. Brauchen wir das jetzt hier nicht auch noch machen. Eine Gegnergruppe, die bisher nie kam und jetzt möchte es aber wissen. Aber wir haben unsere langsame Gruppe drin. Also der macht doppelt so viel Schaden, ohne dass er irgendwas anstauen muss. Dem lieben Grendel vielleicht mal zu denken geben. Ach, überraschend, Feuerball kann er trotzdem machen, obwohl er stumm ist. Aha. Das fällt unter Zauberkonter, auch interessant.
Ich glaube, jetzt durfte jeder mal. Fehlt doch ein Feld weiter hinten anfangen sollen. Dass wir noch HP mit einsacken können. Das will ich vielleicht nochmal machen. Einen Kampf noch, damit Titus seine Ekstase voll hat und dann stürzen wir uns ins Getümmel. Nach dem Bosskampf geht es dann übrigens direkt weiter nach Senna-Kent, also dann gibt es eine lange Strecke und die zählt schon zu Senna-Kent. Deshalb werden wir nach dem Kampf hier zum Speicherpunkt zurückgehen und Schluss machen. Kein Flair heute. So, how shall we do this? Das war das Falsche. Das ist zwar blind, aber das bringt eigentlich niemandem was. Der eh nicht physisch angreift. Den Zauber kennen wir noch vom Spielbeginn. So, Titus. Farewell. That's how it's done. Minuten rum, Zeit für den Bosskampf. It comes. It comes. Manche Texte habe ich immer noch drauf. Wegen It comes, es steht da und wir rennen hin. Also eigentlich we come to it. Wie er aussieht, den kennt auch jeder. Ein bisschen wie Adaman Taimai. Oder wie der Schatzgardist aus Szene 2. Ist, denke ich mal, bekannt, diese Fratze. Kann man mal anfangen. Darauf war ich jetzt gar nicht vorbereitet. Orn hat nur noch Fluch, das bedeutet, der kriegt keine Ekstase mehr.
Ist aber halb so schlimm. Trifft uns irgendwie trotzdem. Tidus war dran, Lulu hat geheilt. Yuna war dran. Waka war noch nicht dran. Rico und Kimari haben schon geklaut. Sehr schön. Ist ja gegen jeden Brechertyp anfällig. Kann auf einmal zweimal angreifen. Jetzt hätte Olin ihn fast besiegt. Ohne dass wir ihn vernichtend bekommen hätten. Und das nehme ich doch gern mit. Das macht der für vernichtend bezahlt wird. Mega Flare und Feierabend. Da Geist und Panzerbrecher hat, machen wir auf jeden Fall hinreichend viel Schaden. Auch das ist ein Gegner, der, wenn man mit ohne Sphärobrett spielt, in der Challenge sehr hart ist, weil er direkt mit den Photonenstrahlen anfängt. Und das ist, wenn du keine HP hast, eigentlich schon das Ende. Deswegen musst du hoffen, dass du am Anfang dran bist, Yuna einwechselst und mit Bestias kämpfst. Beziehungsweise mit Rikos Ekstase die 9099 Schaden mit jedem Angriff machst. Ansonsten bist du ja direkt tot. Uns betrifft das ja nicht, wir nutzen ja das Sphärobrett. Rest a little? No need. We reach the summit soon. I know. That's why I want to stop for a bit. Soon means that there's not much time left. Riku. Fine. I'll think on the way. Gibt keine Pause. Hey, come on, let's... We are. Almost there, aren't we? We've come a long way. What's so funny? You remind me of myself. Before, the closer I came to Xanarkand, the more I wondered. When we arrive, Braska will call the final Aeon. He will fight Sin, then die. I thought my mind was made up long before. But when I stood here, my resolve wavered. Never would have figured. Legendary Guardians choke sometimes too, yeah? Ist doch nur menschlich. Legendary Guardian. I was just a boy. A boy about your age, actually. I wanted to change the world too. But I changed nothing. That is my story.
Ja, auch Ollen war mal jung. Ich habe letztes Mal noch gar nicht den Spheroiden aktiviert. Hätte im Kampf natürlich alles verändert, wenn wir Reflex plus 4 gehabt hätten. Jetzt können wir einen Haufen Spheropässe verschwenden, indem wir rückwärts gehen. Und ich will einfach mal hier einen einsetzen. Und zur Abkürzung zu genehmigen. Kommt, glaube ich, noch eine kleine Szene, die kann man noch mitnehmen. Also eine sehr wichtige Szene, die kann man, glaube ich, noch mitnehmen, genau. A city dead for 1,000 years. A city I had to see with my own eyes. Die Überreste des alten Sennerkens. Tidus weiß ja bereits. Yuna's journey. Tidus weiß ja bereits, dass das Sennerken, was er kennt, nur ein Traum der Astra ist. Genau wie er auch. The last chapter in my story. My thoughts, they kept floating up and then slipping through my fingers. Slipping away before I could pin them down with words. Yuna, I say no. If we go down there, then you'll... Riku, you're a true friend, and I thank you, but I must go. Down to Samarkand. I'm not saying we shouldn't go. But shouldn't we think about it some more? There's gotta be some kind of way we can save you, Yuna! All my life, I knew this moment would come. Yuni... Thank you, Riku. Thank you for everything. Don't say that, Yuni. It's not over yet. Tell Sid, thank you. No. You can tell him yourself. Please. Yuni, don't say that because we're gonna see each other again, okay? Kimari, let's go. Ganz unauffällig hat Yuna einen Spheroiden fallen lassen. Ist auf der Karte eingezeichnet. Sir Orin, Kimari told... When my father wanted me taken from Bavel to Besaid, it was you who told Kimari, right? I had always wanted to meet you someday. I am truly glad that I had that chance. Having you as a guardian was so great an honor. I don't know how to thank you. Perhaps if I defeat Sin,
That will be my thanks to you. That's what I'll do. Yes. I will challenge sin. I will defeat sin. If you are all there watching this, then I guess sin is already gone. And so am I. Anyway, I just wanted to say, Sir Orin. Kimari. Do you remember the first day we met? I was only 7. My father had defeated sin, and everyone was saying what a hero my father was. I was so happy. But when night came, it occurred to me. My father had defeated sin, and now he was dead. Now, I was all alone. I couldn't sleep. So I wandered into the town. I stood on the bridge in Bevel, where my father and I had parted. Standing there, alone, I could see the fields where he had fought sin. Then, you appeared, Kimari. You said you were looking for the daughter of Braska. At first, I was so scared, until I realized what a gentle person. You weren't used to talking to children. When I told you that I was Braska's daughter, you said you would take me as far from Bevel as you... That it was the wish of a man facing death. I think because that was when I knew my father was dead, and I would never see him again. You just held me, without saying a word. I cried after we got to Besaid, too. When you tried to go, I held on to you crying, "Don't go, don't go!" And you listened, Kimari. You stayed. Kimari, thank you. And I've always liked your broken horn. Waka, Lulu. I'll never forget my days spent with you, growing up in Bes. We always played together, us and Chapu. That's why I was always so happy, I think. And when you refused to let me become a summoner, and I did it anyway, I'm sorry. I've always wanted to apologize. You know, when you tried to stop me then, really, I was happy. I could tell you really cared about me. You were like my big brother and No, I think you really were my big brother and sister. What else? I love watching you play blitzball, Waka. I even love it when you scold me, Lulu. Really. I guess that leaves the newest guardian. Star player of the Xanarkand Abes. You are... I am... Well, I'm glad that we met. We haven't even known each other that long, but... It's funny. So this is what it feels like. It's a much more wonderful feeling than anything I had ever imagined. Wonderful. But it hurts sometimes. I wonder. I just want to say thank you for everything. Maybe that's why it hurts. When I think about us never being together again at all. I'm afraid.
No, I shouldn't say that. I'll do that part over. What you up to? Also wir haben Yunas Spheroid gefunden, den wir eigentlich erst sehen sollten, wenn Sin besiegt ist und Yuna in dem Moment gestorben ist. Also als Abschiedsgeste. Natürlich nicht an Oren und Rico, weil die damals noch nicht in der Gruppe waren. Aber man hat gesehen, wie sie sich von Lulu und Waka verabschiedet hat. Von Kimari, den sie schon ewig kannte. Jetzt können wir uns übrigens nach unten teleportieren. Und von Tidus, den sie sehr verbunden war. Man hat gemerkt, dass da eine tiefere Verbundenheit besteht. Ist ja auch eine seltsame Geschichte. Jack hat als Leibgarde von Medium Braska Sin besiegt und jetzt die Kinder von den beiden. Tidus als Leibgarde von Yuna, dass sie wieder Sin besiegen. Das wäre natürlich eine Geschichte, wie man sich nur ausdenken kann. Und dass Yuna und Tidus natürlich so eine Zuneigung füreinander empfinden, das ist eigentlich auch komisch. Das hat man hier schon gemerkt. Das war die Szene damals wo wir noch in der Minenstraße waren und wir im Reisebedarf waren und wir rauskamen und Yuna überrascht haben und Yuna nicht sagen wollte, was passiert ist. Das war diese Stelle, wo sie genau das aufgenommen hat. Also ich denke mal, der Rest war relativ eindeutig, brauche ich nicht weiter erklären. Jetzt haben wir doch nochmal die Stunde fast voll gekriegt, ist aber auch gut so. Die Gruppe noch schnell wieder in die Standardform bringen und dann war's das für heute. Beim nächsten Mal geht's dann in Senna Kent weiter. Vielen Dank fürs Zusehen und bis dahin. Tschüss.